Die Geschichte. Markus, ich muss zwingend mit dir sprechen. Oha. Weißt du, wo wir dieses Jahr nach Urlaub fahren? Was? Lass mich raten. Spanien. Richtig. Ha! Ja, Karl Lauer heute hier unterwegs. Mhm. Warum? Weil er sich brutal gut mit Zwingen und Spannen auskennt. Was machen wir heute? Wir gehen der Frage nach, was sind die wichtigsten Spannwerkzeuge, Zwingen in der Werkstatt. Freitags um 4 und wir. Zwingen. Welche Arten Zwingen gibt es? Führungsschienenzwingen. Korpuszwingen. Werkbankzwingen. Getriebezwingen. Niederspanner. Kniehebelspanner. Ganzstahlzwingen. Klemmhebelspanner. Eckenspanner. Und so weiter und so weiter. Was wir hier schon auf dem Tisch haben, sind die klassischen Schraubzwingen, Tempagusszwingen, F-Klemms auch genannt. Die im Prinzip alles können, nicht alles perfekt, aber im Prinzip eine hohe Spannkraft haben. Was hast du hier aufgebaut? Ich sehe, da ist irgendwie noch ein Zubehör dabei. Ja, so eine kleine Werkstation oder eine dritte Hand quasi, eine zwingend, also die normale an sich nicht steht, aber es sind so Adapter für Werkbänke hinstellen als Unterstützung. Vielleicht die Arbeiten. Genau. Cool. Ja. Vielleicht ein kleines Detail noch, also auf was man achten sollte bei allen Zwingen, aber auch speziell bei den Zwingen, sind halt, dass man einen guten Griff hat, der sich nicht irgendwie zerlegt, wenn man mal richtig angreift. Dass man ein Gewinde haben, das sauber läuft. Dass natürlich die Zwingen grundsätzlich dem Projekt angepasst sind von der Länge. Und ein kleines Detail noch, aber nicht minder wichtig, ist, dass der Teller, der Druckteller, geschlossen ist und nicht einfach nur ein gebogenes Blech, was man oft bei ganz billigen Zwingen findet, dass praktisch die Spindel, wenn man richtig andreht, irgendwann oben raus ploppt und halt ins Werkstück reinrauscht und damit das ganze Ding natürlich zerstören kann. Genau. Und das sind im Prinzip wie gesagt, schon die klassischen traditionellen Zwingen, die man in jeder Werkstatt, Schreinerwerkstatt, aber auch Hobbywerkstatt kennt, überall bekommt. Und das ist eigentlich der Standard an Zwingen. In x verschiedenen Längen, Ausführungen, kann man auch echt für alles benutzen, um irgendwas zusammenzuhalten. Universell. Um zu verleimen in unglaublich vielen Längen. So, nach den klassischen Tempagusszwingen, den klassischen Schraubzwingen, sind wir jetzt gelandet bei den, haben wir ein bisschen aufgebaut, die Werktischklemmen, Worktop-Clamps. Wie auch immer. Nehmen wir, wie Sie es wollen. Beginnen wir hier. Wir haben hier schon aufgebaut ein Brett, das wir hier praktisch mit Flachspannern auf den Tisch gespannt haben. Wir haben hier zwei Widerlager, einen Flachspanner, den zweiten setze ich jetzt hier an, der wird praktisch nur eingesteckt. Na, so, angeschoben. Ich könnte den jetzt noch mit einer Schraube befestigen von unten. Muss ich aber in dem Fall nicht, weil ich ja horizontal spanne. Genau. Schiebe das Ding nur dran, mache es fest und dann habe ich praktisch die Fläche frei, um sie zu bearbeiten. Zum Beispiel beim Fräsen, beim Schleifen, Hobeln. Was auch immer ich auf der Oberfläche tun möchte und habe halt eine feste Fixierung meines Werkstücks auf dem Werktisch. Genau, sehr schöne Lösung im Übrigen. Ja. Das zum Horizontalspannen. Zum Vertikalspannen gibt es auf jeden Fall ein bisschen mehr Bandbreite an Zwingen. Das ist hier zum Beispiel eine Werkbankzwinge zum Vertikalspannen. Auch eine sehr schöne, leichte Zwinge. Sehr beliebt auch. Sehr beliebt. Mit einer Ratschenfixierung in das 20er Loch. Schlicht rein und angezogen, fertig. Sehr gut. Ähnlich, nur anders, haben wir hier zum Beispiel diese. Das sind Einhandzwingen im Prinzip, die mit einem Pumpmechanismus festgespannt werden. Die können wir auch einführen in den Tisch, machen wir auf der Seite auch. Wichtig hier ist nur, weil wir den Druckpunkt so nah am Zapfen haben, dass wir das praktisch von unten kurz kontern, einmal festmachen. Das ist ein relativ grobes Gewinde, sodass wir relativ schnell schrauben können, fahren die runter und klemmen die praktisch fest und sind good to go. Sehr schön. Und dann, wenn wir beim Vertikalspannen sind, dann gibt es noch eine etwas schwerere Werkbankzwinge, wie zum Beispiel diese hier mit einer variablen Ausladung, auch mit Ratschenhebel, Ratschenbefestigung. Interessant an der Ausführung ist hier ein Adapter, der fix mit einem Exzenter in dem Loch befestigt ist, dass der Fuß stabil steht. Und die Zwinge oder die Ausführung ist vor allem auch viel, wenn man ein bisschen mehr Haltekraft bei dem Projekt braucht, dann
Genau, dann stellt man die Ausladung ein, die ist variabel und dann befestigt. Das macht bei so martialischen Zwingen schon auch Sinn, dass man man könnte sie in den Bohrungen verwenden, macht aber Sinn, wenn man dann einmal eine Stabilisierung durch diesen Adapter hat. Absolut. Der Gegenpol dazu wäre die kleinen Holzzwingen, die praktisch für leichte Haltearbeiten sind, die durch die Korkauflage hier praktisch zum Werkstück sehr schonend sind und zusätzlich noch einen Adapter haben, um den Druck noch etwas auf eine breitere Fläche zu kriegen, um kleine Werkstücke oder Dinge, die jetzt eben nicht die Restfeuchte rausgepresst haben müssen. Genau, bei manchen Anwendungen ist es einfach so, dass man nicht unbedingt die Wahnsinnskraft braucht, um den Leim und die Verbindungsstellen zu verbinden, sondern einfach nur, um den Druckpunkt optimal zu setzen. Genau, und dann haben wir hier praktisch so einen kleinen Exzenterhebel aus Holz, den man dann praktisch sehr gut dosiert aufspannen kann. Und wie gesagt, bei empfindlichen Werkstücken, dünnwandigen Werkstücken, Instrumentenbau eigentlich sehr gut verwenden kann, um Dinge zu spannen. Ideal. Genau. Ich komme noch zu einer kleinen universellen Zwinge, die eigentlich nicht in dieses Sortiment gehört. Nicht per se für ein Werkbank geeignet ist, aber die hat auf jeden Fall ihre Berechtigung und hat es in den Kreis der Werkbankzwingen geschafft. Kann man im Prinzip bei der Lochplatten, beim Lochrasterplatte super verwenden, vorausgesetzt. Die Bankplatte ist nicht dicker als 19-20 mm, ansonsten kriegt man sie praktisch nicht mehr um den Bügel rumgeschwenkt und kann sie praktisch nicht einführen. Ja, richtig, aber hier funktioniert es Gott sei Dank und lässt sich relativ einfach einführen, rausziehen und hat auch noch einen zusätzlichen Mehrwert, wenn man zum Beispiel mit Systemprofilen arbeitet, wie wir bei unseren ganzen Untergestellen, beim Multifunktionstisch, Frästisch, arbeiten wir mit diesem Profilsystem. Da lässt sich die Zwinge auch problemlos einführen, rausziehen und natürlich die ganz klassische Anwendung Führungsschiene. Dafür ist sie eigentlich gemacht, gell? Genau, bei den gängigen Führungsschienenzwingen wie für Festool, Makita, Triton, U-Tool, wie sie alle heißen. Und zum Befestigen und Arretieren am Werkstück, um mit der Tauchkreissäge zum Beispiel durchzufahren. Cool. Haben wir was vergessen? Das war jetzt viel, aber ich glaube, wahrscheinlich war es trotzdem nicht alles. So, also nächste Kategorie möchte ich sagen, oder warum Korpuszwingen, also es sind die Korpuszwingen. Warum haben wir die mit reingenommen? Weil die, glaube ich, oder den Eindruck habe ich zumindest, die immer mehr an Popularität gewinnen, auch zu Recht, wie wir finden, weil sie doch sehr vielseitig einsetzbar sind und ohne Zulagen auskommen. Genau, an sich das ist ein guter Ansatzpunkt, weil viele in der Vergangenheit, oder man kennt es einfach nicht an. Ich selber kenne es auch von dem Verleimen von Korpussen oder von anderen Werkstücken mit normalen Schraubzwingen und Zulagen. Das ist immer so ein bisschen eine Hand zu wenig. Ein Gefriemel und dann fällt die Zulage runter und wie auch immer. Ja. Deshalb Korpuszwinge absolut bietet da einen Mehrwert und eine Arbeitserleichterung. Absolut. Mit den schonenden Backen, dass man eben ohne Zulagen arbeiten kann. Und was dann auch wichtig ist, dass es parallel verleimt werden kann oder zusammengehalten werden kann. Und da ist ja auch noch dazu sagen, weil viele Kunden oder einige Kunden fragen, weil diese eine Backe eben vermeintlich nicht im 90-Grad-Winkel steht, die ziehen sich dann zusammen, wenn man das Werkstück zusammen zwingt. Apropos Winkel, wir haben da jetzt noch ein Zubehör für die Korpuszwingen. Das sind diese, wie haben wir sie genannt? Schwenkadapter. Schwenkadapter, ja. Genau. Muss man nachschauen. Die werden praktisch auf die Spannbacken aufgeschoben und können praktisch von minus 22,5 bis plus 22,5 Grad geschwenkt werden. Ja, also wenn man jetzt dann schräge Dinge verleimt zum Beispiel, wo die gegenüberliegenden Flächen, die zu spannen sind, eben schräg stehen, dann kann man damit praktisch den Druck trotzdem aufbringen. Genau, und man kann auch die Verleimfläche etwas erhöhen, indem man die schwenkbaren Zulagen da noch stapelt auf das andere. Und unterm Strich verteilt sie praktisch den Pressdruck auf eine größere Fläche. Somit kann ich Kanten anleimen. Zumindest kurze. So, also jetzt zum Schluss. In der letzten Runde haben wir hier ein paar Zwingen auf dem Tisch, die in keine Kategorie wirklich reinpassen bisher.
so ein paar, ich möchte fast sagen, Spezialzwingen oder auch nicht. Genau, fangen wir rechts an. Du fängst rechts an, ich fange links an. Wir treffen uns in der Mitte. Ja, dann fange ich mal mit der Werkbankzwinge an von Greg, eine sogenannte Automax-Zwinge. Heißt nichts anderes als, dass diese Zwinge die Werkstückstärke automatisch anpasst, beziehungsweise passt sich dem Werkstück an. Und man stellt nur durch ein kleines Rädchen die Stärke, die Spannstärke ein und klemmt runter und fertig. Das ist ziemlich geschickt. Ja. Gefällt mir. Genau, was wir hier auf der linken Seite haben, ist eine sogenannte Getriebezwinge, mit der man praktisch den Vorteil hat, man sieht schon in der Bauform, wir haben den Griff hinten und eben nicht vorne, wie er normalerweise wäre, dass wir sehr randnah zwingen können und trotzdem die Hände noch, oder der Griff noch frei ist, frei zugänglich, um wirklich spannen zu können. Das Ganze funktioniert über ein Getriebe in diesem Arm und wird praktisch auf diese Spindel rübergegeben, 1:1. Das heißt, wir haben hier volle Kontrolle, volle Spannkraft, obwohl wir sehr randnah zwingen können. Super, das ist ein schönes Ding. Innovativ, würde ich sagen. Ja. Dann haben wir hier den Kollegen, das ist bekannt, ein Kniehebelspanner, vor allem für den Vorrichtungsbau, für Schablonenbau, also für speziellere Anwendungen, aber sehr variabel und flexibel einsetzbar. Und hier halt adaptiert mit diesem blauen Adapter für die Werkbank für 20er genau, in dem Fall. Genau. Ja, schön. Gefällt mir. Und jetzt kommt die eierlegende Wollmilchsau, möchte ich sagen. Eine sehr, wie ich finde, sehr geschickte Zwinge, eine sehr vielseitige Zwinge. Und zwar haben wir einmal die Möglichkeit, das als normale Einhandzwinge mit der Pumpfunktion zu nutzen. Wir haben die Möglichkeit, den Kopf umzudrehen, wieder einzeln stecken und dann haben wir hier das Profil, das eben in Führungsschienen reinpasst von Festool, Makita, Triton, U-Tool und damit praktisch die Schiene auf das Werkstück zum Sägen zu spannen, damit es nicht verrutschen kann. Oder aber ich habe nochmal eine dritte Möglichkeit, und zwar wenn ich den Kopf auf die andere Seite spanne, so, dann habe ich praktisch noch eine Spreizfunktion und kann damit zum Beispiel im Korpus die Wände auseinanderdrücken, wenn ich die Rückwand montieren möchte, wenn die baucht zum Beispiel. Also ein sehr, sehr vielseitiges Zwingenstück. Ja, auf jeden Fall. Zur nächsten ist eine Ganzstahlzwinge mit einer Ratschenfunktion. Sehr wichtig bei Arbeiten, wo es mit Vibrationen einhergeht. Also da zeigt sich deutlich von der Ratschenbefestigung der Vorteil, dass bei Vibrationen einfach die Zwinge dort bleibt, wo sie sein soll oder wo sie bleiben soll. Sie kann sich halt eben nicht lösen. Genau, wie sie eine Schraubzwinge kann sie sich halt nicht lösen. So. Auch wunderbar geschickt. Das gleiche Prinzip, nur eben ein bisschen anders. Hier haben wir wieder die Führungsschienenzwinge, die man auch am Multifunktionstisch verwenden kann, auch mit der Ratschenfunktion. Wenn man halbwegs geschickt ist, kann man die auch praktisch einhändig verwenden, also in der Führungsschiene auf das Werkstück zwingen, sägen, ohne dass irgendwas verrutscht. Die letzte für heute, möchte ich sagen. Kommen wir zurück zum Anfang. Und zwar haben wir am Anfang die Frage gestellt, Dinge braucht man in seiner Werkstatt, um praktisch alles abdecken zu können. Und ich tue mich jetzt gerade noch ein bisschen schwer tatsächlich. Kannst du die Frage beantworten? Schwierig. Tatsächlich schwierig, die wirklich eindeutige Antwort zu finden. Deshalb ist es wahrscheinlich irgendwo so in der Mitte. Und man muss, glaube ich, tatsächlich auch sagen, jede einzelne Zwinge hat so ihre Daseinsberechtigung in der Werkstatt. Und es kommt, glaube ich, immer auf den Verwender oder Anwender drauf an, mit was er am meisten arbeitet, welche Projekte er macht. Und dann kann ich ja mal die Frage zurückstellen an dich, Markus. Was machst du denn am meisten, am liebsten oder welche Zwinge wäre für dich die geschickteste? Na, ich habe jetzt nicht so das eine Ding, was ich immer tue, aber ich glaube, wenn ich mich auf eine Zwinge festlegen müsste, wäre es wahrscheinlich eine relativ kleine, vielleicht sowas in der Art, eine relativ kleine Zwinge, mit der ich mir die dritte Hand organisiere sozusagen, also irgendwas schnell festspannen kann. Also so herum. Schnell irgendwas festspannen kann, um es dann zu verschrauben oder eben zu befestigen, damit es da hält und einen Küchenkorpus aufhängen zum Beispiel. Genau, das wäre wahrscheinlich die Zwinge, die ich am häufigsten nutzen würde, also irgendwas Kleines, einhandbedienbares. Ansonsten klassische Tempergusszwinge wahrscheinlich. Korpuszwinge würde ich verwenden wollen, weil ich die Vorteile sehr zu schätzen weiß, aber da ich kaum oder wenig, fast gar keine Korpusse Schränke baue, haben die bei mir in die Werkstatt noch keinen Einzug erhalten. Wie ist es bei dir?
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich arbeite mit einem Multifunktionstisch mit 20er Lochraster, so wie wir es hier auch haben. Von dem her sind die Anwendungen oder das Arbeiten an dem Tisch im Prinzip täglich tue ich nicht, leider habe ich nicht die Zeit in der Werkstatt. Nein. Von dem her sind die Zwingen für die Werktische, für die Werkbänke einfach eigentlich die der ersten Wahl, also die Niedrigspanner und die Horizontalspanner, wie wir sie vorhin gesehen haben. Aber natürlich die nächsten wären die Korpuszwingen für den anschließenden Korpusbau. Ja, das heißt, die Frage konnten wir nicht schlüssig oder mit klar irgendwie beantworten. Pauschal zu beantworten ist die Frage nicht. Das ist, glaube ich, tatsächlich zu schwierig. Aber was man da noch sagen kann oder einschieben kann, man kann nie genug Zwingen haben. Das ist richtig. Noch. Der Trend geht ja auch grundsätzlich zur Zweitzwinge. Aber lassen wir das. Genau. Welche Zwingen verwendet ihr am meisten? Welche Zwingen haltet ihr für die vielleicht wirklich wichtigsten Zwingen, die man prinzipiell immer haben muss? Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert auch gerne unseren Kanal. Lasst uns ein Like hier. Und ja, für heute sind wir dann, glaube ich, auch durch. Verabschieden uns gerne, freuen uns aufs nächste Mal bei Freitags mit beim Sautershop. Jo. Bis dahin. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.